Hallo aus Pakistan! Wahnsinn, wir sind jetzt echt in Pakistan, stehen allerdings nur sehr kurz hinter der iranischen Grenze bei der ersten Levi-Station. Levis sind die pakistanischen Polizisten und das erste Stück durchs Land fährt man tatsächlich mit einem Konvoi von den Levis, also die werden dann immer an ihren einzelnen Stationen tauschen. Jetzt ist es gerade aber so, eigentlich ist es so, dass man halt auf mehrere Touris wartet und dann lohnt sich diese Eskorte halt, aber weil jetzt halt so voll die Off-Saison ist, also kaum noch jemand durch Pakistan fährt, sind wir hier alleine. Und jetzt hat der eine gerade geklopft, wir fahren jetzt nämlich los. Los geht's! Auf dieser über 1000 Kilometer langen Fahrt stürzen wir uns nach 4 leeren Landschaften und einsamen Wüsten im Iran in das laute und farbenfrohe Getümmel von Pakistan. Schütteln vielen Menschen die Hände. Hello, how are you? Nice to meet you. Wir machen jetzt Pause. Und werden dabei auf jedem Schritt und jedem Kilometer von der Polizei begleitet und beschützt. Dies wird die anstrengendste Reise, die wir je gemacht haben, bis wir einfach nur kaputt und genervt sind. Wir fangen aber positiv und motiviert bei unserem ersten Kilometer in Taftan an. Ja, es geht los. Und wir fahren ja auf der linken Seite. Wir halten jetzt gerade hier nochmal bei so einer illegalen Tankstation mit geschmuggeltem Diesel aus dem Iran. Diese Eskorte gibt es nur für, ich sag mal, westliche Touris, die wahrscheinlich ein Visum brauchen. Also die Menschen aus dem Iran bekommen jetzt diese Eskorte nicht. Aber wir halt, weil das ist auch schon seit sehr vielen Jahren so, weil diese Region hier ist halt anscheinend irgendwie gefährlich. Wir dachten, wir warten jetzt noch, bis mehr Touris kommen, mit denen wir zusammenfahren. Und generell dachten wir, dann treffen wir wieder ein paar coole Leute, die eine ähnliche Reiseroute wie wir haben. Aber dadurch, dass halt Winter und Off-Season ist, sind wir die Einzigen. Und deswegen machen wir diese Eskorte jetzt alleine. Mal gucken, in welcher Stadt oder so wir dann wieder ein paar andere Reisende treffen. Dadurch, dass die Polizei vor uns vorfährt, brauchen wir jetzt auch erstmal kein Navi, sondern können einfach das Ganze so ein bisschen entspannt angehen, den folgen, nach links und rechts gucken und die ersten Eindrücke von Pakistan aufnehmen. Bis jetzt ist es logischerweise noch nicht so viel anders als der Iran, außer dass halt Linksverkehr ist und wir schon ein paar dieser bunten, typischen LKW gesehen haben. Geil. Ja, die sind richtig So müssen wir schön. unseren auch anmalen. Wir sind jetzt hier an unserer ersten Zwischenstopp-Polizeistation, weil in jedem Gebiet wird das immer gewechselt und jetzt wurden wir da gerade wieder in so ein Buch eingetragen. Und es ist auch alles, auch bei der Grenze, alles immer handschriftlich. Die haben immer so riesen Bücher und schreiben dann alles da per Hand rein, also nichts mit Computern. Naja, jedenfalls warten wir jetzt hier auf die nächste Eskorte, die uns dann das nächste Stück zur nächsten Station bringt, wo das dann wieder wechselt. Und das geht dann immer so weiter und so weiter und so weiter. Und was an diesen Büchern, wo man sich einträgt oder eingetragen wird, auch ganz lustig ist, ist, dass wir da immer unsere Freundinnen sehen. Also die sind ja vor ein paar Wochen hier bereits lang gefahren und waren halt auch in der Eskorte. Das heißt, wir können immer die Namen lesen und wissen, wann sie hier waren. Jetzt beim Warten bekommen wir natürlich noch erstmal einen Tee und können hier in der Sonne sitzen. Toll. Weil nachts ist es schon richtig kalt. Guck mal, ich bin im Urlaub. Also ich würde auch einen Aperol Spritz nehmen, aber der Tee ist auch gut. Und da sind wir über die Grenze. Jetzt sind wir hier und fahren heute bis Dalbadin, übernachten dort. Und dann geht es weiter nach Quetta und dann nach Islamabad. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Smalltalk gemacht und wieder eine tolle Liste. Okay, es ist nicht so viel, aber 3 Wörter haben wir jetzt hier gelernt in Baluchi. Und es ist wohl so ein bisschen schwierig jetzt gerade mit der Autosituation und mit den Polizisten und so. Deswegen nehmen wir jetzt einfach die nächsten Kilometer jemanden mit, der uns dann beschützt. Ich werde in der Zeit einfach im Bett chillen. Lustig, dann saß hier eben so ein Levi mit seinem Kalaschnikow die letzten 50 Kilometer, konnte aber nicht so gut Englisch, deswegen konnten wir uns leider auch nicht so unterhalten. Also der saß da einfach nur die ganze Zeit. Ich fand's voll entspannt, da hinten auf dem Bett zu liegen. Du hast Gilmore Ja, Girls ich hab wahrscheinlich Gilmore geguckt. Girls geguckt, Toll. die ich vorher runtergeladen habe. Ich fand's total entspannt. Also kann ich vielleicht auch öfter mal machen oder ich kann ja fahren, Mariano kann Ja. entspannen. Das ist auf jeden Fall mit so einem Van ganz gut. Aber lustig, dass wir einfach so einen Typen mit einer Waffe jetzt in unserem Auto hatten. Naja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Ja. Für die
Fahrt haben wir natürlich ein paar Snacks eingekauft. Ich fange mal jetzt an hier mit diesen Bananenwaffeln. Hammer. Jetzt haben wir unsere ersten pakistanischen Kamele gesehen und wir finden sie immer noch toll. Ich glaube, es wird nicht aufhören und ja, wir lieben einfach Kamele. Die sind so lustig und sehen so cool aus. Okay, wir sind jetzt in Dalberdin angekommen, haben eben hier schon in der Polizeistation eingecheckt. Da parken wir jetzt davor, mussten dann also reinrennen mit unserem Pass und wieder 1000 Leute haben sich das angeguckt und fotografiert. Haben auch schon das WLAN-Passwort bekommen, jetzt ist aber der Strom ausgefallen, also geht das auch nicht mehr. Voll schade. Und ein paar Snacks, aber ja, jetzt bleiben wir hier die Nacht und morgen früh geht es dann weiter Richtung Quetta. Ja, und bis jetzt ist das Ganze eigentlich total entspannt. Wir haben nämlich auch schon echt Horrorgeschichten gehört von dieser Eskorte, dass es halt ewig lange dauert, voll die vielen Wechsel. Und wir hatten bis jetzt einen Wechsel heute. Ja. Also mega entspannt, dass die so eine lange Strecke immer nur mit uns gefahren sind. Ich meine, wir sind alleine, das heißt, wir müssen jetzt auch auf niemanden quasi warten oder haben jetzt noch ein langsameres Auto oder Moped oder, also wir haben gehört, dass welche auch 2 Leute hatten, die mit ihrer Vespa durch die Welt reisen. Da ist man halt dann noch viel langsamer als wir heute. Und wir werden diese Strecke wahrscheinlich gefahren, also weil es ist eigentlich der einzige Weg, den man irgendwie ins Landesinnere oder auf die andere Seite von Pakistan nehmen kann. Und hier ist halt nur Wüste, plattes Land und sonst nichts. Und deswegen ist es eigentlich voll entspannt, weil wir wissen halt dann jeden Abend, wo wir schlafen müssen, wollen können, weil wir müssen da halt schlafen und haben nicht die Gefahr, dass wir irgendwo uns in die Pampa stellen oder irgendwo, wo es dangerous ist und dass wir nachts von der Polizei geweckt werden. Also voll gut. Ja, und hier gibt es auch sonst nichts zu sehen. Es ist halt einfach nur leere Wüste, ein paar Kamele waren da, aber wir hätten uns jetzt hier nichts angeguckt. Ja. Und was es hier auch irgendwie nicht gibt, oder was wir, also gibt schon, aber haben wir halt noch nicht gesehen, sind irgendwelche Frauen. Also irgendwie sind wir jetzt den ganzen Tag unterwegs gewesen und haben nur Männer gesehen. Naja, das Einzige, was hier halt noch ist, ist auch, dass wir uns nicht frei bewegen dürfen. Also würden wir jetzt irgendwie was zu essen haben wollen, würde die Polizei jetzt für oder mit uns einkaufen gehen. Wir haben aber zum Glück vorgesorgt, unser ganzer Kofferraum ist voll mit Zeugs. Wir waren unter anderem bei einem Bäcker und haben 10 Kilo Sack Mehl gekauft. Ja, also wir sind ausgestattet und sind dann gespannt, wie es morgen weitergeht. Wir sind ja schlau und kennen uns auch mit dem Schmuggelbusiness aus und haben uns noch günstigen bzw. geschenkten Diesel aus dem Iran mitgebracht, weil hier ist es dann wieder etwas teurer. Etwas teurer als geschenkt. Etwas teurer als geschenkt, ja. Und wir haben uns hier so einen Filter gebaut, weil wir uns den Diesel jetzt angucken konnten und der grün mit schwarzen Flocken war. Und jetzt wollen wir versuchen, diese Flocken wenigstens rauszufiltern mit unserem professionellen, selbstgebauten Filter. Ja, so macht man das hier. Ja. Sonst musst du ein Tuch nehmen oder irgendwas. Und? You are expert. Ah. Wow. Okay, mit der Hilfe von einem Local ging es dann besser. Die kennen sich halt ein bisschen besser mit diesem Dieselschmuggel-Business aus. Guten Morgen, inzwischen ist es wirklich auch kalt nachts, deswegen müssen wir uns hier erstmal langsam aufwärmen. Die Levis sind jetzt schon da. Und bis jetzt sind die auch total pünktlich. Also da merke ich, was für Stereotypen ich so im Kopf hatte, dass ich so dachte, ja, in Pakistan ist alles chaotisch und die sind zu spät oft und all solche Sachen. Weil bis jetzt ist es einfach überhaupt nicht so. Also es kommt halt dann doch immer auch auf die individuellen Menschen an. Jetzt müssen wir uns hier wieder austragen und es ist wirklich alles handschriftlich. Aber gestern war auch Stromausfall, vielleicht deshalb. Okay, der zweite Tag beginnt. Heute fahren wir nach Quetta, das sind nochmal so 350 Kilometer. Gestern waren es auch schon 300, also sind wir wieder so um die 7 Stunden bestimmt unterwegs. Mal sehen, wie viele Wechsel es heute gibt. Jetzt
fahren wir ja auch nochmal voll durch so eine Sandwüste. Richtig cool. Kamele! Sogar auf der Straße fast. Toll. Hallo! Hallo Levis, können wir bitte anhalten und Fotos machen? Da ist auch eins. Jetzt machen wir unsere erste Pause des Tages. Die Landschaft hat sich wieder voll verändert. Jetzt sind wir wieder in so einer... Siehst du, die pinkeln so. Das kann ich... Die hocken sich so lustig hin und pinkeln. Und der uns... Also jetzt bewacht uns einer mit seiner Waffe, aber der pinkelt jetzt. Laura. Ja, die haben dieses praktische Outfit. Jetzt filmt ihn doch nicht. Man sieht ihn ja nur von hinten, also beruhigt euch. Ist aber eine lustige Technik, weil wir schon ein paar so am Straßenrand haben hocken sehen. Was ich eigentlich sagen wollte war, erste Pause und wir haben ja voll viele Snacks und so dabei, aber dadurch, dass halt irgendwie wir die ganze Zeit fahren, ist das mit dem Essen so ein bisschen schwierig. Deswegen frühstücken wir jetzt hier so ein paar Kekse. Und eine Sache, die ich schon seit dem Iran eigentlich erzählen wollte, ist, dass hier in dieser Region auch wirklich viele Leute mit so Gewändern und Palitüchern auch um Kopf und so rumlaufen. Und wir aus den westlichen Welten und von unseren Medien assoziieren das ganz schnell, glaube ich, immer mit Terroristen, weil die natürlich teilweise aus dieser Region kommen und dementsprechend angezogen sind. Aber nicht jede Person, die so ein Outfit trägt, ist gleichzeitig ein Terrorist. So, das ist einfach das, was man hier trägt. Gerade auch in der Wüste mit den Palitüchern und so und den weiten Klamotten ist das halt das, was man anzieht, um sich ein bisschen vor dem Sand zu schützen. Und auch die Polizisten haben ja teilweise so Outfits an und damit der Kalaschnikow, da denke ich immer so, ah ja, das habe ich schon tausendmal in den Medien gesehen, aber halt in einem ganz anderen und so ein bisschen falschen Zusammenhang. Ja, und das ist auch nochmal echt ein Learning, dass man das versteht, dass eine Person nicht durch ihre Kleidung direkt so zu bewerten ist und direkt halt was nicht so Geiles macht wie Terrorismus. Hallo. Hi. Jetzt wechseln unsere Levis, jetzt folgen wir anderen. Goodbye. Thank you. Wir haben eben noch Hallo zu unseren neuen Levis gesagt und dann sind die mal sehr erstaunt, wenn wir sagen, dass wir keine Kinder haben, weil die haben alle richtig viele, irgendwie 6 Kinder, 7 Kinder. Da sind die mal sehr verwundert. No children? Jetzt sind wir kurz beim nächsten Checkpoint angekommen und haben leider gehört, dass unser Reifen zischt, der eine. Und jetzt haben wir gesehen, dass da ein Riss drin ist und müssen den kurz wechseln. So, gucken, wie man sowas repariert. Islamabad, Marie. Islamabad. Jetzt haben wir hier eine kurze Pause, haben Tee bekommen, unsere riesen Zuckerstücke In lila. und warten jetzt auf die nächste Eskorte. Jetzt fahren wir irgendwie 25 Kilometer ohne Eskorte, weil es hier angeblich nicht gefährlich ist. Davor saß einer mit im Van, was auch wieder richtig lustig war. Ne? Der hat schön Smalltalk mit dir gemacht. Naja, wir hatten halt irgendwie jetzt Probleme, dass jetzt hier jemand herkommt. Deswegen fahren wir jetzt zur nächsten Station. Selber, ohne Polizei. Ja. Wirkt jetzt nicht anders als das andere, aber ich meine, wir kennen uns ja auch nicht aus, haben auf jeden Fall nochmal Tee gekriegt und fahren jetzt weiter. Dann können wir jetzt ja einfach abhauen und irgendwo hinfahren, wo wir wollen. Jetzt machen wir hier Tourismus. Hallo, ich will dieses Dorf angucken. Wo sind die Kamele? Hammer. Da steht unsere Eskorte schon bereit.
Mist, also wir haben es jetzt nicht geschafft, dem Ganzen zu entfliehen. Aber es Ja. gab auch keine Abzweigung oder so. Das ist ja alles nicht so schlimm. Nee. So, jetzt sind wir an so einer Militär-Polizeistation angekommen und es gab ungefähr 5 Millionen Leute, die Bilder von uns wollten. So haben wir uns das ja die ganze Zeit vorgestellt, weil uns das so erzählt worden ist. Aber richtig lustig. Also, weil ich verstehe es auch irgendwie, weil wir natürlich wirklich anders aussehen als die und das was Besonderes ist, dass irgendwie Leute von sehr weit weg hier sind. Checkpoint und Fotosession vorbei, jetzt haben wir wieder eine Eskorte. Da drüben hinter dieser Bergkette, irgendwie nur so 15 oder 20 Kilometer entfernt, ist jetzt übrigens Afghanistan. Jetzt werden wir vom Motorrad eskortiert. Wir mussten eben kurz anhalten, Fotos machen und dann geht's weiter. Jetzt sind wir wieder ohne Eskorte unterwegs. Das ist immer ganz lustig, weil die dann einfach sagen, go, go, go. Und wir so ein bisschen sind, okay, wann kommt denn die nächste? Keine Ahnung. Und jetzt sind wir das erste Mal auf so einer Art Autobahn und mussten dann natürlich auch falsch rum quasi auffahren und so. Sehr abenteuerlich. War jetzt wieder nur eine kurze Fahrt alleine. Jetzt sind wir an so einem Militär-Checkpoint, weil hier jetzt diese Autobahn ist und warten auf unsere Eskorte. Jetzt fahren wir hier so lang und hier stehen immer so Leute mit so Boxen, nee, Kinder. Tonnen. Kinder mit so Tonnen und die verkaufen Eier, gekochte Eier. Auch eine lustige Business-Idee. Das Gewusel beginnt. Jetzt geht's rein nach Quetta. Und so bunt. Das ist echt der Wahnsinn hier. Es ist richtig cool, voll wuselig, aber dabei halt total bunt und so. Und das ist echt, ich finde es so krass. Es ist halt echt nochmal anders als im Iran. Und das ist irgendwie voll aufregend, jetzt wieder was so Neues zu sehen, was ich einfach vorher noch nie so erlebt habe. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir gleich einen Unfall bauen. Aber also nicht wir, sondern wir angefahren werden. Aber es ist echt, wow. Ich freue mich schon, wenn wir uns ins Getümmel stürzen dürfen irgendwann. Ja, was für ein Verkehr. Okay, die halten jetzt für uns die Straße frei. Hammer. Könnt ihr bitte immer mit uns dabei sein, damit Ja. wir durchkommen? Sorry, wir sind special. Der will mit in der Kamera. Oh, ich will da auf dem Dach sitzen, ey. Und voll viele Leute meinten so, der Verkehr im Iran ist krass. Also da Ja. war das echt Pustekuchen gegen. Hier sind einfach 4-mal so viele Menschen. Das ist echt der Wahnsinn, wie viel hier los ist. Wir haben es fast geschafft, noch 2 Kilometer, aber jetzt in der Stadt wird irgendwie ständig die Eskorte gewechselt. Jetzt warten wir am Straßenrand. Eben wurden wir vom Moped begleitet und jetzt kommt wohl doch noch mal jemand. Oh Gott, das ist Gabel. Wir sind jetzt angekommen in der Polizeistation, haben da eben noch mal unseren Pass gezeigt, Kopien gemacht, Hände geschüttelt, Fotos gemacht.
Jetzt kochen wir erstmal, weil wir auch den ganzen Tag nur irgendwie Snacks gegessen. Und morgen müssen wir dann zu so einem Büro und dort irgendein Dokument machen. Aber jetzt erstmal ausruhen und essen, schlafen, pinkeln. Und in Teil 2. Wir fahren Tuk-Tuk mit der Polizei. Die immer chaotischer werdende Eskorte geht weiter. Und wir reisen weiterhin durch die schöne Landschaft von Pakistan. Das aber im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche.